Nach 2,5 Wochen auf der Isla Margarita verlassen wir die Insel mit der Fähre und kommen zurück aufs Festland. Wir waren eingeladen bei Mandy und Thorsten und haben mit ihnen zusammen die Insel erkundet. Neben Mandy und Thorsten haben wir noch viele andere Leute auf der Insel kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Nun hieß es aber Tschüss zu sagen und die nächste Fähre aufs Festland zu nehmen. Wir nehmen den direkten Weg an der Nordküste von Venezuela von Cumaná nach Caracas. Ja, wie so oft ist auf der Strecke, wir wurden mal wieder von einem Motorradfahrer angelabert und wir brauchten Benzin, aber nicht, weil wir keine Tankstelle gefunden haben, aber er hat uns jetzt einfach mitgenommen und jetzt gibt es Benzin. Muchas gracias. Für uns gibt es auch was zu trinken. Gibt auch für uns Benzin und wie heißt er eigentlich? ¿Cómo tú te llamas? Camilo. Camilo. Fantasma Barcelona, Ah. Venezuela. Wow, muchas Gusto. Fantasma gracias. Latinoamérica. Und er gibt uns jetzt auch was Sprit. Sí, eso mismo. Es de respetar a las amigas moteras. Pero aquí sí hay también, y en Venezuela Sí, sí sí, hay sí, cómo no. chicas que manejan. Sí, nosotros somos aquí en la calle, Misha y yo, y necesitamos gasolina y una de viene y pregunta qué necesita y eso es una cosa, nosotros todos los días ayuda de los gentes y yo quiero preguntar, ¿por qué nosotros o usted ayuda a nosotros? Porque nuestra hermandad motera es el mundo motero y de eso se trata, de recibir y esperamos que más turistas, más gente nos visite y usted, bienvenida a nuestra hermandad motera. Dios los bendiga, buen viaje, lo esperamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una cosa nosotros todos los días ya conocemos esto, porque la gente quiere ayudar. Este país es increíble, no solo los paisajes, la gente son importantes. Y por eso, por favor, a todos los extranjeros, también a colombianos, a brasilianos, a chilenos, a todos latinos y también a europeos, por favor, vengan en este hermoso lugar. Zurück in Caracas mussten wir uns erstmal wieder an den Verkehr gewöhnen. Mit unseren großen Motorrädern und dem Gepäck ist es gar nicht so einfach, durch den Stau durchzufahren. Umso mehr Spaß macht es dann aber ohne Gepäck. Stau, aber wir wollen natürlich nicht im Stau stehen bleiben, deswegen versuchen wir hier uns mit durchzumogeln. Ist natürlich gut, dass wir jetzt das Gepäck nicht dran haben, denn passen wir auch mal zwischendurch. Ja, und das ist komplett anders wie in Deutschland. Hier kräht da kein Hahn danach, das ist einfach gestattet, erlaubt. Das macht einfach jeder. Jeder nimmt auch ein bisschen Rücksicht darauf, dass eben in der Mitte die Motorradfahrer durchfahren. Ja, man muss ein bisschen gucken. Wir sind in Caracas unterwegs mit Dionysos und Genesis und wir sind jetzt in einer Hacienda angekommen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was hier los ist. Ich glaube, es gibt Schokolade und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Amigos, ¿qué es aquí? Esta es la hacienda La Trinidad. Sí. Vamos a conocerla, vamos a ver un poco, vamos a ver si Vamos a conocer un podemos... poco su historia, sus instalaciones y una hacienda sobre todo de chocolate, cacao. Eso es lo que vamos a ver aquí. Chocolate. Rico. ¿Qué significa eso? Cuidémonos. Your sponsorship by Area de Camping. Sí. Oh, wow. Todos. Wir sind jetzt hier im Verkaufsladen der Chocolaterie und wenn man hier reinkommt, das ist schon ein mega geiler Geruch und ich führe euch mal ganz kurz rum. Ihr könnt leider den schokoladischen Geruch nicht wahrnehmen und auch nicht den Geschmack der Schokolade. Aber hier gibt es alles, was das Schokoladenherz begehrt. Und Caripito, ¿qué es eso? para que pruebe. Muchas gracias. Cacao caripito. Ah, Con lo que ok. hicimos la tableta nuestra. Esa es nuestra tableta. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Quién más? No, estoy bien, a ellos, gracias. ¿Tú quieres probar?
Y aquí, chavo, ¿tú qué? Sí. Ahora escucha el acento, sí. ¿Y tú eres Nadine? No, Machado, no. Nadine es una artista que hizo que hace tejidos. Ah. Y ella vino a Venezuela para un proyecto. Y bueno, María Fernanda, que es la fundadora de este lugar, creó una colaboración con ella y sacaron una colección de empaques a partir de su arte. Sí. No, aquí es un laboratorio escuela, es un lugar donde hacemos chocolate desde la semilla de cacao. Por eso el mapa de Venezuela son cacaos de diferentes zonas de Venezuela y son interpretados según la filosofía Vintubar, que es un movimiento que nació en los años 2000 en Estados Unidos en reacción anti el chocolate industrial para más bien revelar la personalidad de los cacaos en vez de hacer todo que tenga siempre el mismo sabor y con cacaos anónimos. Cuando uno compra una barra Lindt, no sabe dónde viene el cacao y siempre sabe igual, mientras cada cacao es diferente de una finca a otra, de una zona a otra, de una cosecha a otra, de una fermentación a otra. Y bueno, aquí solo es cacao y azúcar, todos los chocolates que están así, aquí en la mesa, cacao origen, están hechos a partir de cacao azúcar que transformamos aquí con molinos de piedra. Un horno de convección, se suben por la escalera, pueden ver el laboratorio, se hacen también los bombones aquí y es cacao que es tostado muy suave comparado a la industria que está a 180 grados, aquí estamos más a 110, con una precisión que permite el horno de convección, pelados con máquina y después a la mano, y después los nibs de cacao, que es la semilla de cacao sin la cáscara, se va moliendo con molinos de piedra durante 3-4 días. Y después se deja añejar los bloques de chocolate. Bueno, con eso no podríamos, pero son ruedas de piedra. ¿Cómo se hacía la harina antes? Sí. Bueno, es la misma cosa. Y así se hacía el chocolate en 1850. Entonces, y después se tempera con máquinas que llamamos la temperadora, pero es regresar a la maquinaria del siglo pasado, porque la piedra respeta los aromas delicados. Nunca le da un sabor metálico, nunca quema. Entonces se utiliza eso para revelar. Entonces, claro, el objetivo es comprar cacaos con personalidad y muy pocos defectos. Muchísimas gracias. Y afuera están justamente haciendo el proceso. So, guten Morgen aus Caracas. Es ist Samstag früh um 8:30. Wir sind mal wieder zu spät. Wir treffen uns jetzt mit Elvis und fahren mit ihm gemeinsam zur Colonia Tovar. Natürlich nicht den direkten Weg. Wir wollen mal was probieren über Chichirivici de la Costa und dann über die Berge hoch. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Sieht auf jeden Fall, das was wir schon mal gesehen haben, so ziemlich interessant aus. Wir bleiben dran. So, wir sind jetzt hier an der Tankstelle und haben uns mit Elvis getroffen. Er wartet auf uns und er wird uns heute zur Colonia Tovar führen, ein kleines bisschen abseits der normalen Straßen. Und ja, Lisa ist nochmal schnell Pipi machen und dann werden wir starten. Auf wie geht's? Du musst halt erstmal rauskommen, damit du irgendwie Offroad fahren kannst. Aber sobald du aus der Stadt raus bist, hast du alle Möglichkeiten Offroad zu fahren. Heute ist nicht viel los. Samstagvormittag, da ist der Latino noch nicht so munter. Gut für uns, weil so kommen wir einigermaßen zügig hier aus der Stadt raus. Ja, so kuriose Sachen sieht man hier. Irgendein Schloss, das noch nie fertig geworden ist anscheinend. Nebendran gleich anscheinend das Kohlekraftwerk. Ich weiß nicht, oder Gaskraftwerk, aber das scheint auch nicht mehr in Betrieb zu sein. Ja, wir fahren jetzt hier aus Caracas raus. Wir sind jetzt an der Küste in Richtung Chichirivici de la Costa. Wir haben es 30 Grad, ist es erst. Juhu. Wetter sieht noch gut aus.
Wir haben vorhin mal im Wetterbericht reingeguckt. Es könnte vielleicht mal regnen, aber wir drücken ganz fest die Daumen, dass es nicht so ist. Ja, und hier ist das Schloss, whatever das auch immer ist. Das sieht ja spannend aus. Okay, beste Lage. Jedenfalls mit Meerblick. Hier unten ist aber gleich das Kraftwerk. Ich glaube, das ist irgendwie auch unschön, wenn das mal in Betrieb sein sollte. Wenn du da so reinguckst. Aber hier scheint schon lange nichts mehr passiert zu sein. Was ist hier los? Figuren. Anscheinend ja. Also das war ein Denkmal jetzt gerade links an der Straße, das es hier wahrscheinlich mal gebrannt hat. Sieht auf jeden Fall Lost Place aus. Krass. Ja, und hier sind die Fischer wieder draußen. Aber noch kein frischer Fisch. Kommen wahrscheinlich erst rein. Na, schauen wir mal. Ja, auf diesen Straßenabschnitten, die so an der Küste lang geht, da ist dann halt immer die Straße weggebrochen und da gibt es keine Absperrung, gar nichts. Das ist halt einfach so. Man muss halt ein bisschen vorsichtig fahren und ein bisschen aufpassen. Auch links sieht man, dass die Hänge immer wieder abrutschen bei schlechtem Wetter, bei Regen. Und das schüttet eben auch die Straße zu. Und dann hast du eben mal zwischendurch einspurig oder manchmal auch nur halbspurig oder wie auch immer. Auch hier ist wieder die Straße rechts abgebrochen. Ja, das ist immer das Problem, wenn du da nachts lang fährst mit wenig Licht, dann kann das durchaus mal zu einem Problem werden. Ja, aber bis jetzt ist das immer noch eine wunderbare Straße hier. Halt venezolanischer Style. Aber es funktioniert. Und hier fährt man genauso mit dem 4x4 lang, wie mit dem kleinen Auto, wie mit dem Motorrad. Wahrscheinlich kommen hier auch die LKWs lang. So, wir haben Chichirivici en la Costa erreicht und wir hätten eigentlich da vorne irgendwo rechts gemusst. Ja, mal gucken, wie wir hier auch weiterkommen. Ich denke, dass wir hier vorne irgendwo... Ja. Super.
mal hier durch. Wir fahren nur durch. Fahr doch durch. Okay. War nur der Stein. Hola. Ja, wir sind vorne dann links. Soll ich vorbei? Vorne dann links. So, die Plattenstraße ist zu Ende hier in Chichirivici und jetzt geht es Richtung Porto La Cruz und nach Porto Maya. Immer auf so einem gut ausgebauten Schotterweg, würde ich sagen. Die Straße in Chichirivici war schlechter als das, was wir jetzt hier haben. Aber es ist alles trocken, man kommt überall gut durch. Bis jetzt ist das jedenfalls so. Aber ich denke mal, dass das jetzt erstmal so bleibt. Genau. Was denn? Oh, es ist mega warm, wir haben es 34 Grad und die Sonne, die ballert echt runter, aber besser wie Regen, weil einige Stellen bei Regen hier sind echt scheiße dann, weil hier kommen die Flüsse dann von oben rüber und dann werden, denke ich, teilweise Passagen nicht passierbar sein. Von daher schwitzen wir ein bisschen und fahren jetzt den Weg immer weiter. Wir haben jetzt noch 25 Kilometer bis nach Porto de Maya und ja, dann geht's in die Berge. Mag's, wenn das liegt. So, tut er weh? Kann man schnell da raus wieder. Ne?
Ach, ist das heiß. Wir haben jetzt gerade Lisas Motorrad aufgehoben. Aber ein ganzes Stück weiter unten. Weil der Hang ist so steil, dass man sonst nicht mehr wegkommt. Und dabei hat es den rechten Griffschutz verbogen und somit war die Bremse quasi dauerhaft gezogen. Jetzt musste ich das erst wieder reparieren. Aber es ist so scheiße heiß. Alter Sacker. Himmelsacker. Wir fahren trotzdem jetzt weiter. Wir müssen ja wenigstens in den nächsten Ort noch kommen. Erstmal Schatten haben und uns mal kurz eine halbe Stunde ausruhen. Das nützt jetzt alles nichts. Wir müssen kämpfen. Und Lisa ist eine Kämpferin. Puh. Okay, vamos. Viel Gas. Oh, ist das schön. Hier kommt eine Pfütze. Ist das die Sebastian auch gesehen hat? Pfütze. So, Elvis hat auf uns gewartet. Und jetzt haben wir hier einfach mal ein bisschen im Schatten gestanden. Und da hinten, da kommt eigentlich das richtige Gefährt für die Lisa. Das ist natürlich geil. Damit kann man nicht umfallen. Jedenfalls nicht so leicht. Und er hat eine Seilwinde dran. Das ist natürlich auch gut. Eso ist... Buenas. Perfecto. ¿Tú vives aquí? ¿Tú vives aquí? No. Ah, ok. Ah, ¿tú separas un poquito el alemán? Sí. ¿Tú tienes una familia? No. Italiano y español. Italiano. Muy bien, muy bien. ¿Para Colonia es mejor para Puerto La Cruz y Colonia o Puerto Maya? Por aquí. Puerto Maya, la carretera es como esta. ¿Sí? Hay mucha piedra Sí. y rompe los cauchos. Ah, sí, sí, sí. Y aquí... Aquí de Puerto Cruz hacia la colonia es todo asfalto. Ah, perfecto, sí. Hay mucho hueco, Sí. pero pasa perfecto. Sí, muchas gracias por las informaciones. Bienvenido. Un buen día, chao. Vamos. Lisa, du? Aber jetzt. Hermosa.
Ja, also hinter jeder Anstrengung steckt natürlich auch wieder ein Glücksmoment und das ist hier nicht anders. Achtung, hier ist eine Kurve, Lisa. Und das ist auch immer wieder das Schöne am Enduro-Fahren, am Offroad-Fahren, dass man eben auch mal ein bisschen schwitzt und ein bisschen abkotzt. Aber das gehört genauso dazu wie die tollen Momente wie dieser Ausblick. Guckt euch das doch mal bitte an. Hallo? Wo sind wir denn bitte hier gelandet? Wow, chèvre, chèvre, muy chèvre. Ah, herrlich. Und hier gibt es jetzt für die Lisi eine kleine Tita, ein kleines Eis, hoffen wir jedenfalls. Aber irgendwas wird es schon geben. Und im schlimmsten Fall wird es ein Fischeis geben. Oh, was ist hier los? Also das ist das, was ich meine, wenn einfach mal die Straße weg ist und der Fluss beginnt. Und auch geil. Sehr cool. Wenn du da nachts besoffen lang fährst, ist echt scheiße. Aber vielleicht geht es sogar besser. Genau, hier ist wieder ein bisschen Zivilisation. Bananen wachsen hier wieder. Hermosa. Chèvre, chèvre. Riquísimo, riquísimo. Also wir haben jetzt alle wunderbaren Worte des spanischen Wortschatzes durch hier aus. Das ist ja wie im Paradies hier. Das ist un paradiso. Hermosa. Ah ja, hier kommt die Straße runter. Das ist auch die Straße, die Sebastian gefahren ist. Hola, buenas. 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 Muy hermosa. Achtung, es ist rutschig, die Straße. Ja, es war im Wasser, war es rutschig gewesen, mein Schatzi-Pups. Hast du wieder nicht mitgekriegt. Zum Glück. Ja, stimmt. Lisa sagt, es ist manchmal gut, wenn man es nicht weiß, dass es rutschig ist. Und ich weiß, was kommt. Chèvre, chèvre. Hier ist Party. Da steht auch ein Zelt. Yo sabe. Ciao, amigo. Ciao. Ciao. So, ja, die Jungs haben jetzt nicht geglaubt, dass wir von Deutschland hier rüber sind. Und jetzt waren, hä?
El D es Deutschland, es Alemania. Y esa es la Unión Europea. Loco, ¿eh? Solo aquí, solo en la... No, aquí es el filtro de aire, el batería y todo eso es aquí, sí. Sí. Chao, amigos. So, wir sagen ciao hier in Porto Cruz und fahren jetzt hoch zur Colonia Tovar. Und hier haben wir jetzt erstmal ein schönes Eischen gegessen, eine Tita, herrlich, so schön erfrischend. Und jetzt muss ich erstmal aufs Navi gucken, wo wir genau hin müssen. Ja, genau. Lisa fährt schon wieder hier wie eine gesenkte Sau vorne weg. Wunderbar. Motorrad ist auch wieder sauber. So kann es weitergehen. So, wir schrauben uns jetzt hier von Porto Cruz. Verrückter Hund. Wir schrauben uns jetzt hier von Porto Cruz hoch in Richtung Colonia Tovar. Also Colonia Tovar liegt da knapp auf 2000. Und das heißt, wir müssen jetzt von 0 in Porto Cruz bis hoch auf 2000 Meter und überall hast du so wunderschöne kleine Sträßchen, die sich hier am Berg entlang hangeln. Muss ein bisschen aufpassen, es kommt natürlich auch immer ein bisschen Gegenverkehr. Aber ansonsten macht das hier richtig viel Spaß. Die Straße ist sehr gut ausgebaut. Es gibt zwar das eine oder andere tiefere Schlagloch, aber grundsätzlich ist die Straße hier hoch größtenteils oder ist geteert. Hier hat man mal so ein paar Dinge, wo mal ein Schlagloch ist. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist es eine sehr gut ausgebaute Strecke. So, wir sind jetzt hier in Colonia Tovar und zwar ist hinter uns die Charcuteria Tovar und hier gibt es angeblich deutsche Würste. Wir werden mal schauen, ob wir was bekommen und gucken einfach mal rein. Und das Schwarzwaldmadel ist schon drauf hier. Genau. Tovar, die Charcuteria Colonia Tovar, also eine Metzgerei. Und wir schauen auch mal, was es hier Schönes gibt. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Es gibt Würste. Aha. Man ist schon fast ein bisschen deutsch angezogen. Wir schauen einfach mal vor. Also die Mädels sehen schon mal sehr deutsch aus, aber ich glaube, hier spricht keiner Deutsch. Es gibt hier hinten Salchichas, es gibt Wiener. Das ist das einzige Deutsche, was ich hier drauf lese. Ortseingangstor von Colonia Tovar. Natürlich, ja, die Touris machen natürlich noch ein schönes Bildchen.
Ja, heute ist definitiv mehr los als die letzten Male, oder das letzte Mal, wo wir hier gewesen sind. Da war definitiv nicht so viel los und sogar Stau heute. All there. Ja, heute ist richtig Touri angesagt hier, das volle Programm. Und hier kommen halt die ganzen Leute aus Caracas hoch. Ist natürlich auch geil vom Klima. Hier oben ist es wesentlich kühler als unten in Caracas. Und deswegen hält man es hier eben auch ein bisschen besser aus. Oh, ein schöner Land Rover hier. Oh. Oh, krass. Hier ist richtig was los. Also wesentlich mehr los als das letzte Mal. Und mal gucken, ob es diesmal gutes Brot gibt, was wir uns mitnehmen können, oder vielleicht sogar noch ein Stück Kuchen heute Mittag. Schauen wir mal. Bistro Bar Moritz. Das hatte beim letzten Mal alles geschlossen. Sogar mit frischem Markt heute. Hier unten ist übrigens der Marktplatz, da ist die Kirche. Ich fahre jetzt wieder links hoch. Wir wollen zum Restaurant. So, und jetzt gibt es was Leckeres zu essen. Es gibt Gulasch mit Spätzle. Mal gucken, ob wir heute überhaupt was bekommen, denn es ist richtig was los. Ja, wir sind jetzt im Restaurant Rumbach und jetzt gibt es was typisch Deutsches. Es gibt Spätzle mit Gulasch und dazu gutes Weizen. Ich habe es gemixt mit Cola, habe hier einen Diesel gemacht und ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Guten Appetit. Mahlzeit. Nach einer aufregenden Tour von Caracas hoch in die Colonia Tovar ging es für uns am nächsten Tag wieder zurück nach Caracas. Es sollte aber nicht das letzte Mal sein, dass wir Colonia Tovar besuchen.